Unterwegs auf dem Flohmarkt legen wir los. Mal sehen, was heute so für ein Schatz gefunden wird. Falls du dich für den Flohmarkt interessierst, für Secondhand, für das Geldverdienen nebenbei, lassen wir gerne ein kostenloses Abo da. Let's go. Morning. Oh, schöne Figur da hinten. Okay, krass. Ja, das sind natürlich sehr nice Figuren. Das sind Chuckys, beziehungsweise von dem Franchise. Und hier ist sogar noch eine eingepackte Figur. Gucken wir mal. Jetzt kann es sein, dass sie richtig günstig sind. Steht da 300 oder 3? Dass sie entweder richtig günstig sind oder richtig teuer sind. Ja? Ich glaube, so ein Mittelding ist hier schwierig. Ja. Sehen halt auch hochwertig aus, muss man sagen. Ne? Ja, die Teile haben bestimmt im Sammler gehört. How much you have on this one right here? 100. Ah, 100. Okay, okay. Ja, aber dazu muss ich auch was sagen. Also oft ist es ja so, vor allem auch wenn ich auf dem Flohmarkt bin und das filme und dann dazu auch was sage, ja, ihr kennt das ja, auf meinem Hauptkanal mache ich das ja, dass ich dann später im Schnitt sitze und mir denke, hätte ich vielleicht doch mitnehmen können. Gestern war das erst so, da habe ich ein paar Trikots gesehen, da habe ich mir gedacht, Mann, Alter, die waren eigentlich relativ günstig, warum hast du die nicht mitgenommen? Ja, auf dem Flohmarkt denkt man oft, das ist zu teuer, weil es eben der Flohmarkt ist. Ja, man geht also von dem Flohmarkt-Schnäppchen aus. Aber im Vergleich zu richtigen Plattformen, beziehungsweise eBay, Amazon, im Laden, ist es immer noch günstig. Deswegen muss man immer abwägen und darf da nicht zu voreilig sein. Vor allem, wenn man das ja halt hauptberuflich macht oder eben nebenberuflich, eben wenn man den Fokus drauf legt. Ne? Naja. Is this the pair for 60 down here? They're 60 a piece. 60 a piece? So for all four of them, it's 520. Boah, er überlegt echt alle zu holen. 520 US-Dollar. Gucken wir weiter. 3, 4. Er muss ja handeln, ne? Ich würde ja auf jeden Fall noch wandeln und handeln. Yeah, that'd be right. Okay. Mit Abstand Yeah, I know. nicht die günstigsten Yeah, Figuren. that's pretty cool. That's from Seed of Chucky. When we got him, we paid $650 because I was bound determined. $600 für den? Krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Are you open to cash offers on the 4? Er fragt sie jetzt, bist du offen für ein Angebot von mir? Ja, können wir hier handeln? Ja, er ist zurückhaltend, er ist sympathisch, er weiß wahrscheinlich, okay, ich nehme die hier mit. Ich kenne das auch, ja, ich komme zu einem Stand und sehe etwas sehr Seltenes und das ist das hier, vor allem auch für ihn. Er ist ja so eine Art Horror-Nerd, Horror-Geek, ja, dann ist sowas ziemlich cool und wenn du sehr, sehr seltene Sachen findest und weißt, der Preis ist irgendwie in Ordnung, dann ist man natürlich erstmal dann, ja, gewillt, die beste Situation herzustellen, ja, die beste Atmosphäre zu schaffen. Well, it just depends because I know I'm not going to go no less on. I mean, you're at 550, or I mean 520. I'd offer 450 cash. Das ist gut, Bundeln und Handeln eben. Er sagt jetzt, komm, ich nehme dir alle ab und dann zahle ich dir 450. Das sind nochmal knapp 100 weniger, ne? Er hat es auch gut gemacht, nochmal zu dem. Sie wollte gerade was sagen, hat er direkt das Angebot gemacht, weil sie meinte, ja, eigentlich nicht. Und dann hat er gesagt, komm, wenn ich alle nehme, gebe ich dir 450. Also er hat sie nochmal unterbrochen hier, ne? Er hat gemerkt, oh, sie will eigentlich nicht handeln. Guter Schachzug. No, let me go talk to him about Okay. it and see. Cool. Also sie will jetzt ihren Mann anrufen oder ihren Freund. Beziehungsweise geht rein, vielleicht ist er auch drinne. Were you taking any less for this? I think my mom would. Alte Tomi-Autos. Bin sehr gespannt, was sie jetzt sagt. Ist das denn ein Tomb Raider Automat oder ist das einfach nur Werbung hier?
Krass. They're all marked at 520. I was offering 450 cash for the full. Boah, Alter, was eine Situation, er ist rausgekommen. Er sieht auch aus wie Chucky, habt ihr das gesehen? Mann, aber den kann man dann theoretisch danach, wenn der Deal abgeschlossen ist, nochmal fragen, ey, hast du vielleicht drin noch ein paar Sammlerstücke? 4. Mhm. Ja. $70 off. Yeah. Gute Stimmlage, er hat hier so, ja, 70. Ist nicht viel, ja. Heute Morgen war ich auch auf dem Flohmarkt unterwegs und habe eine PSP gekauft und habe ich auch gesagt, du, hier Kabel und so. Wenn die merkt, ja, also das war eine weibliche Verkäuferin, dass dir das relativ, naja, egal ist, ob diese 70 Euro jetzt runtergehen oder nicht, ja, weil es eben nicht viel ist. Das muss man eben dann so darstellen. Verstehst du ein bisschen, was ich meine? Bisschen schwierig zu erklären, aber du musst zeigen, dass es wirklich nicht viel Geld ist, was da jetzt, ja, runtergegangen ist. Na komm. Yeah, okay. So Perfect. yeah, 451. Appreciate it. Die sind nicht so zufrieden damit, ne? Irgendwie? Die Verkäufer? Er schon, er denkt sich jetzt, ich bezahle jetzt, nimm die Dinger mit, fertig. 51, 52, 53, 54, 51. Awesome. Thanks so much. Have a good day. Thanks. Der Vibe war nicht so geil. War nicht so geil. Aber er hat einen guten Morning. Deal gemacht. Bin gespannt, was die zum Good, how Schluss are you? gehen. Schönes Wetter. Okay, einer... Aha, okay. Duel Masters, Beyblade, Dragon Ball. Spannend aber, ne? Spannende Karten sind dabei. Was sind das für Karten hier? Ich konnte es gerade nicht erkennen. Hä? Interessiert ihn nicht? How have you been, bub? I'm doing pretty good. How about you? Good, thanks. Doing much of the die-cast stuff lately? Misfits T-Shirt, ich glaube, das ist sogar ein bisschen älter. Hier sind auch ältere Trainingsjacken dabei, sehe ich schon. Das müsste... Ich glaube, es ist eine Yankee, bin mir nicht ganz sicher. Und dann hatten wir noch Power Rangers Figuren. Spannende Sachen hat der Typ. I don't know anything about it. Right. Yeah, it's I bought this collection yesterday. It's Uh-huh. like the Mopar Nationals Okay. only stuff. Pretty rare stuff. is it? Yeah. I have no clue. Like I try with Hot Wheels sometimes, but So these are the big, the Geiles T-Shirt hier, ne? Psycho Circus. 1 Oh, okay. scale. They're Huh. all like Mopar stuff. oh, that's interesting. They're pretty neat. Man, looks like all different stuff though this time. Yeah. Yeah, a little bit. I've been selling a lot lately. Ist älter. Luke said you got a bunch of new records. Is this them right here? That's some of them. Some of them? I'm still bringing some out Oh, yeah. to you. And there's some in the garage as Is it? well. Okay. Okay, die kennen sich anscheinend. Er ist jetzt nochmal reingegangen. Boah, krass. Das ist eine richtige Antique-Booth. Hier haben wir noch ein schönes Jimi Hendrix Poster. Sorry, Lenny Kravitz sollte ich schon sagen. Queen, Led Zeppelin, Platten. Könnte spannend werden. Leider etwas used. Oh, mein Chemical Romance, auch geil. So Indie, ne? Oh, das Grillen zieht mich, schlaf gleich ein. Oh, jeez.
Kiss. Lass es jetzt mal durchlaufen, ist ja schon ziemlich spannend. Okay, cool. Ich persönlich mache ja eigentlich nichts mit Schallplatten, außer ab und an mal vereinzelt, aber eigentlich. Jeez, that's awesome. Aber ein paar davon hätte ich auch mitgenommen. Boah. Krass. Prince ist auch heftig. Aber ist der jetzt teuer oder günstig? Sieht mir ein bisschen professionell aus, oder Leute? Spoonful, keine Ahnung, was das ist. Boah, heftiger Stack. Ja, also es kommt auch immer gut darauf an, ob man eben das Geld hat zu investieren. Ich gehe mal davon aus, dass das hier etwas teurer wird und ja, der Froggy, der kann sich das leisten, er verdient ja gut, sein Business läuft und da ist sowas auch möglich, weil eigentlich ist es immer so, dass man Geld braucht, um noch mehr daraus zu machen. Umso mehr Geld du hast, umso mehr machst du auch daraus, vor allem auch passiv und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist es dann auf dem Flohmarkt eben auch für ihn oder für Leute mit Geld einfacher, ja, die eben investieren können und die Möglichkeiten haben. Ne? Übrigens sehr krass hier, sieht ein bisschen so aus, als wäre die wirklich kaputt. Boah, krass. Oh, diese Grillen. ASMR, ich schlaf gleich ein. That's awesome. All right, I got right on. I took some of those out of there so they'd be Oh, cool. easier to look at. Noch mehr. Bin sehr gespannt, was das kosten wird. There's that car Is that I was it? telling you about. I got 26 of them. It comes with this. This is just a certificate, That's cool. and then it's got the paper like you bought the car from the dealership. Oh, okay, so that's not like the actual price of it. Right. Jeez. I was like, 4.400. Yeah. Wish. So what's something like that worth though? Like Like I said, I have no clue. up to like $300, some of them. Each? Wow. Some of them, not Yeah. all of them. But on average, probably about 50, 60 bucks. That's pretty crazy. Die haben ein gutes Verhältnis. Stay this time. Gut, bei so einem Deal auf jeden Fall. Wenn man viel bezahlt, dann ja, muss das eigentlich sein. Sparst du mal 200-300 Euro. Ja, ich denke mal, 500 wird er hier mit Sicherheit zahlen müssen. Ice Cube Kassette. Krass. Add these to it. And then there were some cards up here in the front too. Okay. It's chaotic and stuff. Yeah. And like the Dragon Ball. Yeah, so those guys too. Kiss ones too. Yep. I like the Kiss ones. The Dragon Ball ones. I don't know anything about these. But they look Those are the interesting. best ones in there. Are they? See, I guess it'd be. I never heard of them before I bought them. They're kind of like a magic. Oh, okay. Bakugan auch, ne? What are these ones? Those are the Dragon, Dragon Ball. Ball. And that. Sure you don't want to do the whole box? I mean, I could. That's Just do easier. like 30 bucks on Yeah. the whole box. Deal. Die ganze Box $30. All right, what do you think on the rest of it? Hätte ich auch mitgenommen. There's 105 records. Okay.
Oh, sein T-Shirt will ich ihm auch noch abnehmen. But you got some really nice ones in there. Sure. So I'm just gonna step it up just a little. Yeah. How about 400 on the records? Okay. And See, so we're at 430. Krass. 400 hat er jetzt nur gezahlt. Also ich finde das sehr wenig. Ich hätte jetzt mit 500 plus gerechnet. Da waren echt gute Dinger dabei, ne? So eine Kissplatte, Queen, Janet Jackson noch sealed. Boah, also ja. Aber anscheinend kennen die sich und dann kriegt man natürlich bessere Deals, ne? 30 so far. I'm gonna do 450. Deal. I like it, man. Thank you. Yeah, no problem. That's what I spent at the last garage sale. All right. It's a $900 day. Trying to give you a decent deal. I like it, man. Thank you so much. 1, 2. Ja, der Deal war echt gut, ne? Also das weiß er und er auch. Also es ist ein Reseller hier anscheinend und ja, das muss er nicht tun. Er weiß höchstwahrscheinlich auch, dass Froggy, also derjenige, der gerade aufnimmt, das sowieso genommen hätte, auch für 200 mehr, aber er macht hier einen Freundschaftspreis, weil er dann davon ausgeht, dass er wiederkommt und so weiter und so fort. Also das finde ich schon ziemlich cool, ja. Das macht nicht jeder und da muss man hier auch dankbar sein, aber das ist er ja auch. 3. 84, 20, 40. Let's go 460. Awesome, buddy. Man. Thank you. Appreciate it. Anthony. I'll try to buy them all next time. Be a lot easier. I'll dig the rest of them out. All right, we are back in the garage, and quite honestly, that was Er hat ihn da schon stehen. Boah, krass. quite a bit of money to spend at only 2 yard sales in the span of one morning. But I am absolutely thrilled with what we were able to walk away with. In my opinion, worth every penny. So real quick, let's take a look at some of it. All right, so at the first sale, you might have thought I was crazy, paying $450 for this Chucky Child's Play collection. And maybe I am, but I couldn't believe my eyes. I couldn't believe I was seeing this stuff at a yard sale. Individually, everything came out to... Ja, genau. Also weil es so selten ist, hat er eben den Preis auch bezahlt, weil er gerade sagt, ja, ich konnte meinen Augen nicht trauen, dass die da stehen auf einem Flohmarkt. $520. I thought $450 was a very fair offer. I would have loved to have paid a little less, but I don't think any less was going to actually get the deal done. So I really shot out my best offer there. This first doll is probably the least impressive. This is the Spirit Halloween Good Guys doll. In the box, everything's pretty much in mint condition still. And right now, Spirit Halloween stores Echt geile Condition, ne? Also da ist ja nichts, keine Ecken. are open. Some stores still actually carry this doll. I was at one recently that did have this doll in stock. I was at another one that did not have this doll in stock. So it's kind of a crapshoot. They're priced at $99 there. But when you see these on the secondhand market, a lot of times they're going to be close to $150 to $200. Sometimes they're out of season. Sometimes people just can't track them down in their area. For whatever reason, this cool collectible that you can sometimes find in a retail setting is escalated on the resale market. So I was happy to pick it up. It added a little bargain. Ja, ist ein bisschen was für ihn, ne? Also er mag diese Horrorsachen. Er hat ja auch viele Poster, da habt ihr ja gerade gesehen. Gerade so Horrorsachen und Vinyls sind so sein Ding. Into the overall deal, and it is very cool. The next two dolls, we have the 24-inch versions of the Bride of Chucky. We have Chucky and Tiffany both. These were marked at $60 a piece. Schilder auch noch dran. And however the math worked out, I paid a little bit less than that. These right now are generally going for about $250 for the set, or each individual doll sells for between $100 and $150 a piece. These are in great condition. They still have the tags on them. These are not something that you can just walk into a retail store now and buy. They have their concealed knives and everything on them. Very cool to be able to find the set. Like I said, you could potentially be looking at around $250 for this set right here. This crazy little fella here is the doll that I was very excited Der sieht cool aus. to see. Never thought I would see something like this at a yard sale. This is the Glenn doll from Seed of Chucky. This is the 2004 Spencer's Gifts version. It seems like not a ton of merchandise has been created for Glenn over the years, so pretty much anything Glenn that you see can be collectible. And this 24-inch version here is actually one of the grails. Also er sagt gerade, wenn den seht, mitnehmen. This thing could potentially sell for anywhere from $300 on up to like $800. Basically, if you pop one of these on eBay, anywhere south of $400, it's going to sell instantly. But if you're willing to wait it out a little bit, a quick glance at Worth Point shows you that, like in the wintertime to the springtime, these things go for quite a bit more. So this was really the icing on the cake. Definitely made that $450 investment a no-brainer. And again, something I never thought I would see at a yard sale. And then we have the next sale. This was being run by a real nice fellow named Josh. I met Josh one other time earlier this year when I went to one of his yard sales. He had tons of stuff, definitely more than you could look at in one day. He had another sale, so I went back, and this sale was absolutely spectacular. Spent another $450. Also er kennt ihn, er hat ihn schon früher kennengelernt.
Das hat er jetzt gerade gesagt. This is basically like the box of extras, box of smalls. Paid $50 for everything inside this box. Haven't really spent too much time going through this stuff yet. I'll try to show you some of it quickly. Got the old Kiss cards from 1978, Series 1. Not a complete set. It's probably missing 10 or 12 cards, so not really worth paying the extra money to complete it or anything, but still very cool. Got a tin full of Dragon Ball Z cards. Haven't even started going through these yet, but there's quite a few to look up. Got some more random cards in here, mostly like Pokemon and Dragon Ball Z. Just a few. A couple well-loved LJN figures. An Overstreet comic book guide. A couple NES games. We have Renegade and Total Recall. Got the Loot Crate Leatherface. Ich meine, im Endeffekt sind 50 US-Dollar hier okay, aber ich finde, der andere Deal, also mit den Chuckys, mit den Figuren, ne, ist definitiv besser, ja, klar. Genauso wie mit den Platten. Got a small stack of cool cassettes, mostly hip-hop singles. We have Bone Thugs and Harmony, The Crossroads, Ice Cube, It Was a Good Day. These are pretty neat. We have Snoop Dogg, What's My Name, Snoop Dogg, Gin and Juice. There's Alice Cooper, Raise Your Fist and Yell. And this one's really neat. We have the Mortal Kombat soundtrack on cassette. Das ist cool, den habe ich auf CD. Set. And then we have 2 tins full of chaotic cards. This is another TCG that I have no experience with. Seems like I keep finding CCGs and TCGs that I've never seen before, so I like to buy them and research them later so I know what to look for in the future. Like I said, I've not looked too much yet, so I don't really know what's going on here. This tin here in particular seems to be about half full of like hollow foils. Some of them are sleeved up. Comps on some of them look really good, but I don't really know exactly what I'm looking at here. But they have these. Ja, man sagt ja so, TCGs überleben im Bestfall so 2-3 Jahre und danach ist es ein gutes TCG und danach passiert damit auch nicht mehr viel, aber oft ist es so, dass die TCGs so nach, ich sag mal so 3 Jahren, würde ich jetzt sagen, sterben, ja. Aber wenn sie diese 3 Jahre überleben, codes on the bottom of them that are for online play, and then they discontinued the game, so I don't know if it's important to keep that code secure or not. Don't really know what I'm going to do with these, but I'm definitely going to research them and see what I can figure out. But the absolute star of the show at this sale were the records. Picked up about 105 records. I would say like 80% really great stuff, 20% pretty good stuff. A couple of videos back, I mentioned that records are probably my favorite thing to buy, especially in big lots, because I can always find a few to pull out from my personal collection. In this particular instance, I pulled out 3 from my personal collection, 2 of which are very beautiful early pressings of Prince albums. Also er nimmt davon auch einige Platten für seine eigene Collection, ja, also damit habe ich auch gerechnet eigentlich. Er sagt jetzt welche. One is 1999, such a great album in beautiful shape. Prince was just a musical genius. Even to this day, I find myself going down YouTube rabbit holes, watching Prince videos, watching Prince perform, watching him record, just absolutely amazing. The second is a beautiful copy of Purple Rain. This thing is like mint condition. If you open it up, it even has the original poster inside, never displayed, never hung. There it is in all of its glory. It's always nice to have these little extras that were included to begin with, because a lot of times these got pulled out, hung on walls, and never put back into the albums, so that's very cool to see that. And the last one I pulled out for myself is My Chemical Romance, 3 Cheers for Sweet Revenge. I always loved My Chemical Romance. I don't care what anyone says. They were, and are, once again, a great band. We've seen them live a couple times. The second time was probably at the height of their popularity, so it was like a huge outside arena. The first time I ever heard of them was when they actually... Ist halt eine coole Musikrichtung, finde ich halt auch, ne? Ich feiere Skateboard und so, da macht sowas schon Laune. Played at a really small all-ages club in the early 2000s here in Indy. The place probably fit 500 people. They were the opening band. I wasn't... And then when it comes to the records I'm not necessarily keeping, got like a small stack of 16 here that honestly should get most of the money back. Unbelievably, we have 3 copies of Led Zeppelin 4. This first one is a very early pressing in very, very nice condition, so that should do really well on its own. The other 2 copies should do just fine as well. Ja, siehst du mal wieder, du musst dich damit auskennen, ne? Also das ist wirklich nützlich. Ja, ich habe auch schon oft Platten mitgenommen, die dann kaputt waren und so. Early pressing of Led Zeppelin 1. Houses of the Holy with some cover damage. The record looks fine though. We have Quiet Riot, Metal Health. Queen Greatest Hits. Actually may keep this one. Not sure if I have it or not. A bunch of Kiss stuff. We have Kiss Alive 2. Kiss Double Platinum. Kiss Rock and Roll Over. Kiss Dynasty. We have the Gene Simmons solo. Ja, sowas muss man mitnehmen. LP. There's Van Halen 2. There's the Van Halen self-titled. Van Halen 1984. And Women and Children First. So this small stack here really should come close to recouping the entire investment. And then that leaves all this and all this right around 80 or 85. Ja, krass, ne? Also, wie gesagt, man muss sich schon mit Vinyl auskennen. Ja, hier kann man natürlich auch vieles falsch machen. Ich hätte jetzt bei weitem nicht gewusst, welche jetzt die Heavy Hitter gewesen wären. Du vielleicht, schreibst mir in die Kommis. Und falls du beim nächsten Mal dabei sein möchtest, ja, dann lass dir hier gerne ein kostenloses Abo da. Dann sehen wir uns. Bis dahin, ich bin Dean Tramp.